Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus, wir spielen die dritte Mission aus dem Abenteuer Coruscant, entwickelt von den City Builders für Herrscher von Atlantis, Poseidon. Na, schauen wir mal, was uns erwartet. Ja, wir haben in der zweiten Mission unsere erste Kolonie gegründet und sind jetzt zurück nach Coruscant. Und der Titel dieser Mission ist Bewahrung des Wissens. Kaum aus der Kolonie zurück erwartet dich hier in Coruscant eine große Bauaufgabe. Die Senatoren möchten, dass du eine majestätische Pyramide baust mit geheimen Kammern, die das gesammelte Wissen der alten Republik aufnehmen können. Ja, wenn ihr euch jetzt wundert, dass ihr einiges doch sehr an Star Wars erinnert, so habt ihr recht. Dieses Szenario, was die City Builders kreiert haben, ist ein Crossover zwischen Star Wars und Zeus. Wir sind aus der alten Republik auf die Erde geschickt worden, um eine neue Stadt zu gründen, Coruscant, um das Wissen der alten Republik zu konservieren. Gut, wir sollen eine majestätische Pyramide in unserer Stadt errichten. Klingt jetzt nicht ganz so anstrengend, schauen wir uns das mal an. Ja, ein Koloniedenkmal steht zur Verfügung. Wie ich eben schon erwähnt habe, haben wir ja unsere erste Kolonie gegründet, nämlich Naboo. Gut, dann gehen wir noch mal kurz in den Pausenmodus und schauen uns noch mal ganz kurz um. Wir haben hier unsere kleine Stadt Coruscant gegründet. Wir produzieren Zwiebeln, Weintrauben, Wolle und auch Marmor. Ja, und Wolle und Trauben ist das, was wir auch hier als einziges exportieren können. Ja, und in der ersten Folge haben wir hier das Heiligtum der Athene errichtet. Schauen wir noch mal ganz kurz auf die Karte. So, hier ist unsere Stadt Coruscant in Nordafrika. Und wir haben unsere Handelspartner, nämlich Bandomer. Bandomer kauft die Trauben und die Wolle und verkauft uns Karotten. Wir haben Pasmin, kauft bei uns Holz und Olivenöl und verkauft uns Wolle. Und hier haben wir jetzt unsere Kolonie Naboo. Wir kriegen 4 Holzbretter jährlich als Tribut. Kauft bei uns auch Trauben und Wolle und verkauft uns Holz. Ja, und Alderaan ist ein noch nicht entdeckter Ort. Ja, wunderbar. Wir können bei Naboo entsprechend auch noch Trauben und Wolle verkaufen. Ja, und wir können hier jetzt Olivenöl verkaufen, beziehungsweise erstmal herstellen. Dann gucken wir noch mal ganz kurz, was wir so alles produzieren können. Ja, wir haben jetzt hier die Reben, hier die Wollsammelstelle und die Zwiebelfarm. Da hat sich jetzt nichts geändert. Bei Rohmaterial haben wir den Steinmetz und die Metallhütte. Also wir können Aurikal hier auch entsprechend produzieren. Ja, und wir haben jetzt hier die Olivenpresse. So, hier haben wir jetzt das Pier von Naboo und von Pasmin. Ja, hier ist alles klar. Wir können bei der Wissenschaft alles bauen. Wir können keine Tempel errichten. Militär haben wir auch noch keine Bauoptionen. Und wir haben hier entsprechend Parkanlagen und Säulen. Ein paar Erholungsgebiete. Wir haben das Koloniedenkmal und wir können die majestätische Pyramide errichten. Das können wir jetzt mal machen. Frage ist, wo? Ich würde ja jetzt entweder gegenüber unserem Heiligtum von Athene, aber da würde ich eventuell noch ein anderes Heiligtum bauen wollen. Wir können es auch hier hinbauen. Ist der Weg nicht so weit. Oder hier hin. Ich würde sie jetzt hier hinbauen. Ja, das finde ich ganz gut. Dann bauen wir das nämlich hier so rum. So, und dann bauen wir hier nämlich einen Loop. So. Die Kunsthandwerkergilden haben wir noch hier. So, wir haben Marmor, der produziert wird. Holz kriegen wir als Tribut.
Und ich würde jetzt mal gucken, was haben wir denn an Arbeitern? Nicht viel. Okay, gut. 1000 Modus aufheben. Wir müssen unsere Stadt weiterentwickeln. Die brauchen jetzt Wolle. Okay, das können wir zur Verfügung stellen. Wolle haben wir genug. Dann würde ich nämlich auch gerne Folgendes machen. Ich würde die Kunsthandwerkergilden dann doch eher hier hinbauen. Nein, nicht hier. Da sind sie. Dann können wir die hier abreißen. Und hier kommen nämlich noch entsprechend Handelsposten hin. Und hier bauen wir jetzt gleich die Piere, damit wir noch mehr verkaufen können. Was brauchen wir denn? Wir brauchen 332 Marmorladungen, 34 Ladungen Holz und 49 Ladungen Orikal. Orikal müssen wir jetzt nämlich auch produzieren. Aber erstmal müssen wir jetzt hier unser Wohngebiet weiterentwickeln. Ja, das sieht gut aus. So, hier kann Marmor und Holz angenommen werden, genau, und Orikal müssen wir jetzt auch entsprechend produzieren. So, wir müssen ja auch noch ein paar Olivenpressen bauen. Dann würde ich jetzt gleich noch ein Steinmetz hier aufbauen. Und wir bauen eine Metallhütte. Wo kann die jetzt hin? Hier, dann erweitern wir das noch ein bisschen weiter. So. Hier können wir auch Orikal annehmen. Tausend Einwohner haben wir schon in unserer Stadt Khorasan. So, Olivenöl können wir dann nämlich nachher auch noch für unsere Stadt gebrauchen. Die können wir allerdings auch jetzt bei Pasmin natürlich auch verkaufen. So, den Weg führe ich schon mal hier rum. Dann müssen wir aber hier Sperren errichten. Die Frage ist tatsächlich, wir bauen hier auch noch Sperren hin. Ja, mit den Nahrungsmitteln müssen wir aufpassen. Wir haben jetzt erst Oktober. Dann sollten wir uns vielleicht doch noch hier eine Zwiebelfarm aufbauen. So. Ja, das wissen wir. Ja, und dann sehen wir schon hier, unsere Priester holen sich jetzt Schafe als Opfertiere. Müssen wir ab und zu mal wieder mal schauen. So, hier haben wir das Orikalvorkommen. Den Wald würde ich jetzt hier wegnehmen. Und würde jetzt hier das Pier von Nabu bauen. Oh, das baut sich da nicht auf. Warum das nicht? Ach, interessant. Das baut sich hier nicht auf. Aber hier. Okay, dann habe ich den Wald umsonst weggenommen. Das ist natürlich doof. Okay, dann macht es eher Sinn, die Piere hier hinzubauen. Ja. So, hier verkaufen wir jetzt Trauben und auch Wolle. Ja, und Holz können wir ja einkaufen, sehr gut. Ja, Nahrungsmittel haben wir jetzt nicht mehr. Wir können allerdings Karotten einkaufen. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Geld mal hier in unserer Stadtkasse. So, wir brauchen aber weiter Mitarbeiter. Wir müssen jetzt hier entsprechend Wissenschaft zur Verfügung stellen. Wir fangen an und bauen das Labor.
Ja, das bauen wir so. Die Erfinderwerkstatt, wo bauen wir die hin? Na, die können wir hier tatsächlich hinbauen, ja. So, wir kriegen unser Tribut, das Jahr neu begonnen. Ja, wir gehen mal auf ein hohes Lohnniveau. Nahrungsmittel müsste aber reichen. Okay. Obwohl es mangelt an Nahrung, ich weiß. Solange unser Nahrungsmittelstand hier auf der Agora noch Lebensmittel hat, ist es in Ordnung. So, ich möchte jetzt auch Olivenöl produzieren. Wir bauen nur eine Olivenpresse auf. Ja, wie machen wir das? Hier, ne? Ach nee. Dann bauen wir die Olivenpressen doch eher hier hin, ne? So. Dann bauen wir die Presse, ja, nicht die Presse, sondern die Sperre hier hin. Dann ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Wunderbar. So, da haben wir jetzt die Sperre. Dann kann der Architekt hier noch die Olivenpresse entsprechend betreuen. So, und hier, wo die Wolle eingelagert wird, dann können wir auch Olivenöl nehmen. So, da entwickelt es sich auch weiter. Sehr schön. Ja, vielleicht sollten wir jetzt auch allmählich mal anfangen und Steuern erheben. Die Frage ist, wo bauen wir jetzt unseren Stadtpalast auf? Hier können wir ihn bauen. Wir können ihn auch hier hinbauen, aber hier ist schon Kartenende, ne? Also hier ist tatsächlich dann Feierabend. Da bauen wir ihn so. Oder? Na, nee. Ich kann ihn doch nicht wegmachen. Okay, dann lassen wir das so. Da bauen wir jetzt hier tatsächlich nur ein paar Gärten drumherum. Die kann ich nämlich komischerweise bauen. Straßen kann ich jetzt nicht bauen. Dann muss ich allerdings hier tatsächlich noch einen Architekten aufbauen. So. Und die Sperre muss dann hier tatsächlich weg. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus, oder? So, dann brauchen wir das Steuerbüro. Und das kann jetzt hier hin, ja. So, dann kann nämlich hier später das Observatorium hin. So. Dann können wir hier noch Parzellen ausweisen. Auf jeden Fall 2. Ja. 2 können wir ausweisen noch. So, Möhren brauchen wir jetzt nicht mehr einzukaufen. Unsere Zwiebelernte ist im Silo. Ja, und so schnell haben wir wieder jede Menge Arbeitslose. Das Lohnniveau kann auf normal. Und ich baue noch eine Metallhütte auf. Ja, das gefällt mir jetzt hier nicht so sehr mit dem Architekten. Das bauen wir so. Dann geht der nur diesen Loop hier entlang. Ja. Ja, stelle ich gerade fest. So, jetzt haben wir zu wenig Nahrungsmittel. Kaufen wir eventuell nachher noch was ein? Ja, mal schauen. Gesundheit nimmt ab. Warum das?
Ja, im Moment können wir nicht viel machen. Wir haben allerdings Arbeitslose. Wir können noch eine Steinmetzwerkstatt bauen. Dann schließen wir den Loop so hier. Nee, das war verkehrt. Das reicht so. Ja, Olivenöl müssen wir jetzt aufpassen. Da werden wir nur mal 10 Einheiten annehmen. Jetzt haben wir nachher keinen Platz mehr für unsere Wolle. Schade, dass wir Olivenöl nicht verkaufen können. Na, das stimmt nicht, was ich sage. Pasmin kauft das Olivenöl doch. Was habe ich denn da gesehen? Okay, dann können wir natürlich das Pier von Pasmin bauen. Das kommt dann jetzt hier hin. Ja, dann baue ich das ein bisschen anders hier. Nämlich so. Ja, ich weiß. So, und dann haben wir jetzt einen sehr schönen Loop. Und hier können wir das Olivenöl jetzt verkaufen. Ja, sehr schön. Dann könnten wir gleich sogar noch eine Olivenpresse bauen. Die bauen wir dann hier hin. Ja, damit verdienen wir eigentlich gutes Geld jetzt hier mit dem Olivenöl. Bei Wolle müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir uns jetzt hier nicht leer verkaufen. Bandomer braucht Wolle. 6 Stränge Wolle können wir losschicken. So, dann würde ich jetzt Folgendes machen. Hier würde ich jetzt keine Wolle mehr verkaufen wollen. Da verkaufen wir nur Trauben. So, und da wird auch schon die Olivenpressen gesegnet von Athene. Sehr schön. So, ihr braucht jetzt Olivenöl. Ah ja, okay, gut. So, das können wir ja auch noch zur Verfügung stellen. Oh, eine Metallhütte ist eingestürzt. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass das hier nicht reicht von dem Architekten. Okay, dann bauen wir jetzt hier noch einen hin. Dann machen wir das so, genau. Und dann bauen wir jetzt einfach nur eine Metallhütte. Nein, hier. So. Da geht schon weiter. Eine Zwiebelfarm bauen wir noch. Passt hier noch eine oben hin? Ja, hier passt noch eine hin. Ja, hübsches Städtchen hier unter Khorasan. Schönerungen. Pasmin ist in Geldnot. Was brauchen Sie denn? 2698 Drachen. Na, die können wir losschicken. Geld haben wir ja Gott sei Dank genug. Vielleicht kriegen wir von denen ja auch noch mal was geschenkt. Jetzt wäre das Heiligtum für Atlas fantastisch. Aber den haben wir noch nicht hier. So, schon wieder ist ein Jahr vorbei. Wir nehmen unser Tribut an. Also Holz haben wir dann jetzt genug. Das brauchen wir gar nicht einzukaufen. Ja, und bei unserer majestätischen Pyramide ist schon hier der Grundsockel bald fertig. Mit den 3 Lagen Marmor. Ja, unser Ölhändler hat kein Öl mehr. Wir verkaufen mal kein Olivenöl und vielleicht könnten wir... Ja, Pasmin schätzt uns mehr. Was war die andere Nachricht? Ja, auch Bandomer schätzt uns mehr. Gut. Wir fragen mal Athene.
Wie, sie hat keinen Platz für Olivenöl. Das kann ja nie sein. Ach so, ja. Wir haben hier das Limit auf 10 gesetzt. Ja, das müssen wir dann erhöhen, wenn sie uns helfen soll. Okay. Aber hier wird ja Olivenöl produziert. Das müsste gleich wieder in unserer Agora sein. Hier wird ja jetzt nichts entsprechend verkauft. Na, genau, du kannst zurück. Ja, da haben wir ja schon wieder Olivenöl. Unser Händler ist schon auf dem Weg. Gut. Ja, und wieder jede Menge Arbeitslose, aber wir haben keine Nahrungsmittel mehr. Wir kaufen doch wieder etwas Karotten ein. Bandomer braucht Trauben. Schicken wir auch los. Im Moment haben wir alles mehr als genug. Ja, und ihr seht, die Wolle hat sich schon wieder hier angesammelt. Können wir doch wieder verkaufen hier. Ja, und ich sehe, hier stehen unsere Karrenschieber mit den Oliven. Wir können tatsächlich noch eine Olivenpresse bauen. Wie bauen wir das jetzt hier am besten? Doch hier noch eine hin. So, Gott sei Dank sind unsere Zwiebeln geerntet worden. Jetzt haben wir wieder genug Nahrungsmittel. Ja gut, dann brauche ich jetzt doch noch eine Metallhütte. So, jetzt wird mit der Verkleidung begonnen hier. Okay. 4 Lagen? Ich dachte, es wären immer 3 Lagen gewesen. Na gut. So, noch eine Steinmetzwerkstatt. Ja, Bandomer, das haben wir gern gemacht. Leider können wir von euch nichts fordern, was mich in irgendeiner Form weiterhilft, außer jetzt hier Karotten. Nee. Da müssen wir jetzt tatsächlich erstmal hier weiter jede Menge Marmor produzieren. Wieder einmal ist Bandomer in Geldnot. Diesmal 3576 Drachmen in 2 Monaten. Schicken wir los. Wir helfen unseren Verbündeten so gut wir können. Wir verdienen aber auch nicht schlecht jetzt hier mit Olivenöl, Wolle. So, das neue Jahr. Holz können wir wieder annehmen. Ja, und Bandomer schätzt uns auch mehr. Sogar lieben tun sie uns jetzt. Naja, ja auch genug von uns. Ja, und ihr seht, die Wege sind echt super kurz hier, ne? Wie unsere Elefanten mit den Baumaterialien hier gehen müssen. Das funktioniert richtig gut. Aber trotzdem ist es jede Menge an Material, was hier ja, zu unserer Familie gebracht werden muss. Vielleicht bauen wir doch noch eine Metallhütte hier auf. Jetzt braucht Bandomer Marmor. 10 Marmorplatten. Na gut. Dann müssen wir den Marmor jetzt mal hamstern. Das sollte aber auch kein Problem sein. So, da kommt die letzte Marmorplatte für unsere Forderung. Und wir können sie verschicken. Sehr schön. Und natürlich unser Marmor wieder nutzen. Na ja gut, dann bauen wir mal hier weiter. Der Bandomer braucht wirklich relativ viel Sachen. Jetzt braucht es 8 Stränge Wolle. Ja, Bandomer schätzt uns mehr. Die könnten uns auch mal was schenken, ne? So, Wolle. Wir können hier den aus dem Verkauf rausnehmen. Dann müsste das, glaube ich, schon passen. Jawohl. Okay.
Jetzt schenkt uns Bandomer Karotten. Später, das machen wir hier auf. Ach nee, wir können Karotten gar nicht annehmen, ne? Schade. Dann bauen wir noch ein Silo hier auf. Und das nimmt jetzt nur Karotten an. Karotten kaufen wir dann jetzt nicht mehr. Gut. So, die nehmen wir jetzt an. Wunderbar. Ja, Bandomer, gerne gemacht. Du hast uns ja jetzt auch Karotten geschenkt. So, ich glaube, wir haben den Sockel jetzt gleich fertig. Schon wieder ein Jahr vergangen. Schon wieder Holz. So, da kommen die letzten Marmorplatten für die erste Stufe. Ja, und jetzt brauchen wir wahrscheinlich Holz für unsere Transportrutsche. Da wird er schon zu unserer Baustelle gebracht. Perfekt. Ja, und jetzt geht es mit der zweiten Stufe weiter. Mittlerweile ist auch der Kern der zweiten Ebene jetzt fertig aufgeschichtet in seinen 4 Lagen. Jetzt kommt wieder die Verkleidung. Ja, in der Zwischenzeit hat sich nicht sehr viel hier in unserer Stadt ergeben. Wir sollten allerdings immer mal wieder jetzt hier nach unseren Schafen gucken. Mit unserem Heiligtum haben wir doch hier einiges an Verlust bei unseren Herden. So, aber Orikal haben wir auch jede Menge und Marmor ist hier tatsächlich im stetigen Fluss. Also da haben wir wirklich eine gute Versorgung. Ja, und dann warten wir mal, dass die zweite Ebene jetzt auch fertiggestellt wird. Ja, wir kriegen immer die Mitteilung, dass unsere beiden Verbündeten hier, Pasmin und Bandomer, uns lieben. Wir geben denen auch immer alles, was sie gerne haben wollen. Und da ist ja wohl das Mindeste. Ja, da kommt neue Marmorblöcke. Ja, wie immer kriegen wir hier die Mitteilung, dass Bandomer wieder was braucht. Diesmal 8 Marmorplatten. Na ja gut, okay. Hamstern wir mal unseren Marmor. Und wir kriegen wieder Karotten geschenkt. Die können wir alle gar nicht mehr so annehmen. Ach doch, wir haben ja hier das Silo noch gebaut. Man könnte uns Marmor schenken, aber leider produzieren ja das nicht unsere Verbündeten. Oh, wir kriegen Wolle geschenkt. Später, dann müssen wir das hier mal ein bisschen... Achso, das ist schon... Und dann kriegen wir die 18 gar nicht hier an. Ja, ich hatte hier den Verkauf von Wolle gestoppt. Dann kann da jetzt die Wolle hingebracht werden. Jawohl. Und dann füllen wir das Warenlager hier auf. Also 18, ne? Kriegen wir. Hier kann auch noch Wolle angenommen werden. Wolle würde ich noch schon gerne annehmen. So, jetzt. Wunderbar. So, wir haben auch den Marmor. Bitteschön. So, hier braucht aber jetzt keine Wolle mehr angenommen zu werden. Ja, Bandomer schätzt uns mehr. Ja, und auch jetzt hier die Verschalung der zweiten Ebene ist jetzt bald abgeschlossen.
Ja, und Pasmin ist eigentlich immer in Geldnot. 3576 Drachmen. Aber wir verdienen gut und wir geben das unserem Verbündeten. Ja, und so bauen wir jetzt weiter. Das Jahr ist schon wieder vorbei. Das neue Jahr, neue Tribute. Wobei es eigentlich nur ein Tribut ist, den wir hier bekommen. So, zweite Stufe ist fertig. Holz wird gebracht für die Transportrutsche. Sehr gut, ja. Und dann beginnt das Spiel von neuem für die dritte Stufe. Und ich glaube, die majestätische Pyramide hat 5 Stufen. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Ja, mit kleiner werdenden Stufen haben wir natürlich hier den Kern der dritten Stufe auch relativ schnell jetzt schon geschafft. So, und die Verkleidung sollte jetzt auch nicht das Problem sein. Marmor sammelt sich allmählich schon im Lagerhaus an. Orfikal wird angeliefert. Da kann es jetzt weitergehen. So, auch die dritte Stufe ist fertiggestellt. So, wenn die Transportrutsche gebaut ist, geht es dann weiter mit der vierten Stufe. Ja, und hier jetzt braucht man nur noch eine Marmorplatte, um hier den Kern, die eine Lage des Kerns hier fertigzustellen. Das sollte jetzt auch immer schneller gehen. Ich denke mir mal, wir haben bald hier unsere majestätische Pyramide fertiggestellt. So, Verschalung wird jetzt endlich gemacht. Material wird nach oben transportiert. Bandomer braucht schon wieder Marmor. Okay. 6 Marmorplatten, das kriegen wir jetzt hin. Ja, und ihr seht, die vierte Stufe ist schon fertiggestellt und wir brauchen jetzt tatsächlich nur noch 4 Ladungen Marmor und 4 Ladungen Orfikal. Da werden schon die Orfikalbarren geliefert. Wir machen jetzt hier eben noch, oder wir stellen jetzt auch eben die Forderung hier für Bandomer zur Verfügung. Das müsste jetzt sein. Nein, das war verkehrt gedrückt. Hier muss ich gucken. Da. Gut. Marmor wieder freigeben. So, und dann kann der auch dahin. So, da wird die letzte Ladung Marmor zu unserer majestätischen Pyramide gebracht und wir können sie jetzt endlich fertigstellen. Wunderbar, die gewaltige Pyramide ist fertiggestellt, okay. Damit haben wir es geschafft. Diese Mission erfolgreich abgeschlossen. Ein wahrhaft majestätisches Bauwerk hast du da errichtet. Ja, wohl wahr.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie es hier in Coruscant, dem netten Crossover zwischen Star Wars und Zeus von den City Builders weitergeht. Ich hoffe, ihr seid auch weiterhin mit dabei. Bis dahin wünsche ich wie immer alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.